Herzlich willkommen an der Bundesstraße 96 in Berlin-Reinickendorf, Ortsteil Alt-Hermsdorf. Hier ist eine Menge Verkehr, deswegen lasst uns gleich mal zum alten Dorfkern laufen. Ja, hier ist es schon viel freundlicher und für Ostern geschmückt ist auch schon. Hermsdorf existiert seit dem Ende des 11. Jahrhunderts. Als Hermannstorp wurde es 1349 erstmals urkundlich erwähnt. Heute leben knapp 17.000 Leute hier. Im Jahre 1756 wurde hier in der Almutstraße eine Fachwerkkirche errichtet, bevor 1930 der heutige rechteckige Putzbau entstand. Im Zweiten Weltkrieg stark zerstört wurde die Kirche ab 1954 wiederhergestellt und 1960 wurde der Turm durch einen Neubau ersetzt. Heute steht die Kirche unter Denkmalschutz. Ein altes Berliner Toilettenhäuschen steht hier hoch und ist jetzt ein Museumspavillon. Na gut. Hier im Dorfkern befindet sich in der damaligen Gemeindeschule auch das Heimatmuseum Reinickendorf. Hier gibt es viel über regionale Geschichte zu erfahren. Die beiden zusammenstehenden Löwenstatuen bildeten einstmals das Portal des deutschen Kolonialhauses in Berlin-Tiergarten. Nur die beiden Löwenstatuen überstanden die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Das Kolonialhaus gibt es nicht mehr, die beiden Löwenstatuen stehen nur in Hermsdorf. Im Garten vom Museum sind auch viele Artefakte ausgestellt. Auch ein paar Nachbauten von Häusern aus der Frühgeschichte, ähnlich wie in Dippel, stehen hier. (1988) wurden bei Grabungen auf dem Dorfanger die Reste einer alten Feldstein-Ziegelbau-Dorfkirche aus dem 16. Jahrhundert und gleichzeitig die Spuren einer Holzkirche aus dem 11. Jahrhundert gefunden. Der Grundriss der Kirche ist auf dem Anger wieder sichtbar gemacht worden. Zum Andenken an die Kirchhofgräber wurde hier ein Gedenkstein aufgestellt. Und weiter geht's vorbei am Auenhof zum wunderbaren Tegeler Vlies. Der Tegeler Vlies ist ca. 30 Kilometer lang und fließt davon ca. 10 Kilometer durch Berlin. Da gibt es wunderschöne Wanderwege und ist teilweise auch Naturschutzgebiet. Entspringen tut das Vlies in der Basdorfer Heide und mündet in den Tegeler See. Und die kleine Nebelkrähe hat natürlich ohne Erdnuss gekriegt.
Hier geht's weiter, das Fließ entlang Richtung Hermsdorfer See. Und da ist er ja, kickt noch ein bisschen aufs Wasser und sagt schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.